So, herzlich willkommen zu unserem Tutorial, wie baue ich ein Troika Freerail Display auf. Einmal hier einen flachen Karton, das ist der für die Maße etwas schwere Karton. Da ist der Fuß des Displays drin, der Karton mit dem Display selber. So, jetzt muss man hierbei, wenn man sich das hier anschaut, muss man ein bisschen vorsichtig sein und das Ganze aufschneidet, weil man sonst das Display auch verkratzen kann. Deswegen einfach beim Aufschneiden ein bisschen aufpassen. Klebeband aufmachen, hier den Schutz an den Seiten abmachen. So, das ist schon mal der mit dem Logo, das Oberteil des Displays. Ganz wichtig, bei jedem Display liegen natürlich die Schrauben, die man zum Zusammenbau benötigt, dabei, aber auch das Werkzeug, die Imbusschlüssel. Da das Display aus 2 Teilen besteht, damit man kompaktere Maße hat, auch für die Lieferung, gibt es 2 Verbinder. Die lege ich mir jetzt auf die Seite. Die sind dafür da, damit ich den oberen Teil des Displays mit dem unteren, den ich jetzt hier habe, verbinden kann. Hier das gleiche Spiel. Aufpassen beim Aufschneiden. Hier, das sind die Teile, um nachher dem Ganzen Stabilität zu geben, wenn das Display selbst auf dem Fuß befestigt ist. Das Ganze ist der untere Teil des Displays. Hier jetzt ganz wichtig, das ist unten drunter, hier die Schrauben, um das Display an dem Fuß zu befestigen, liegen nicht separat in der Box, sondern sind schon befestigt am Display. Die muss ich gleich rausschrauben, aber nicht, dass ihr die Schrauben sucht. So, öffne jetzt hier mal die Box für den Fuß. Das ist der Fuß für das Display. Jetzt mit dem dicken Schlüssel drehe ich die Schrauben aus dem Display raus. So, an diesem Punkt ist es eventuell gut, sich noch Hilfe dazu zu holen, weil das Ganze nicht ganz leicht ist, dieser Fuß. Jetzt kann man das Ganze inklusive dem Unterteil des Displays schon mal aufstellen. Um dem Ganzen jetzt gleich mehr Stabilität zu geben, für nachher, wenn die Ware dann auch dranhängt, nehmen wir uns hier diese Stützen. Auch die sind gut eingepackt. So, und hier kommen dann die Schrauben auch ins Spiel. Man sieht hier, wir haben schon 3 Löcher mit Gewinden, die sind natürlich vorbereitet. Nehme ich mir jetzt, die Schrauben haben alle die identische Stärke und Länge. Da können wir einfach eine nehmen und fangen jetzt an, hier außen mit dem kleinen Imbusschlüssel die Schrauben festzudrehen. Nummer 1, 2 und 3. Das gleiche Spiel jetzt hier auch auf der anderen Seite. Hier unten ist jeweils ein Aufkleber angebracht. Da drauf, das ist eine Information für Troika, da ist die Chargennummer drauf. Und wenn irgendwann mal was sein sollte mit dem Display, weiß Troika direkt Bescheid, um welches Display es geht und was wir da machen können. Und dann hätten wir schon mal den Fuß befestigt am unteren Teil des Displays. Jetzt kommt der nächste Schritt. Dabei ist wichtig, diese Verbinder werden nicht außen aufgebracht, sondern wir haben hier einen Spalt, in den die Verbinder reingesteckt werden. Hier die Verbinder in den dafür vorgesehenen Spalt reinschieben. Jetzt ist wichtig, dass wenn man die festdreht, muss man es ein bisschen wieder anheben und einfach schauen, dass die Gewinde mit dem Loch übereinstimmen, bündig sind. Okay, ich nehme 2 Schrauben und drehe dann die Verbinder fest. Das gleiche hier mit der zweiten Schraube und dem zweiten Loch. Man kann das Ganze jetzt auch noch etwas lose lassen, damit es leichter ist, dass oben die Löcher dann mit dem oberen Teil des Displays übereinstimmen. Ich drehe es dann fest, die Schrauben, wenn ich das Display, den oberen Teil, angebracht habe. Auf dieser Seite beide Schrauben befestigen und nur handfest anziehen. Dann einfach
einen zweiten Teil, das Oberteil nehmen und hier ähnlich oder genauso wie bei dem unteren Teil einfach in die Schiene einlassen und danach noch ein bisschen nachdrücken. So, jetzt sind sie an sich schon verbunden. Jetzt machen wir das gleiche Spiel hier mit dem oberen Teil. Wieder das kleine Werkzeug dafür. So, und jetzt kann man alle 4 Seiten, alle 4 Schrauben festdrehen mit dem Schlüssel. So. Auch auf der anderen Seite. Ja, das war's schon. Vielleicht ist das Display, was Sie bestellt haben, etwas breiter. Wir haben die auch in den unterschiedlichen Varianten. Da funktioniert das Ganze genauso. Auch wieder mit den Verbindern. Einfach auf die Verbinder achten. Unten die Schrauben, um den Fuß zu befestigen, sind im Auslieferungszustand schon im Display befestigen, die also rausdrehen vorher. Ja, und dann kann man hier Regale, Haken einfach anbringen. Okay, bis dann.